Die Nieren sind die hochpräzisen, bohnenförmigen Klärwerke unseres Organismus. Tag für Tag filtern diese Zwillingsorgane rund 180 Liter Primärharn, regulieren unseren Elektrolythaushalt, steuern den Blutdruck und produzieren lebenswichtige Hormone. Doch heutzutage sehen sich diese empfindlichen Filtersysteme durch moderne Belastungen wie chronischen Bluthochdruck, unentdeckten Diabetes oder genetische Zystenbildung massiven Überlastungen ausgesetzt. Die Folge kann eine Nephromegalie sein, eine krankhafte Vergrößerung einer oder beider Nieren. Das Tückische daran ist, dass die Niere ein stummer Arbeiter ist. Sie dehnt sich im Verborgenen aus und sendet lange Zeit keine direkten Schmerzensignale. Nummer 1. Ein dumpfer, einseitiger Flankenschmerz. Wenn eine Niere an Volumen zunimmt, stößt sie schnell an die Grenzen ihrer anatomischen Lage. Die Niere selbst besitzt zwar kaum Schmerzrezeptoren, wohl aber die sie umgebende straffe Nierenkapsel. Die Dehnung dieser bindegewebigen Hülle durch das wachsende Organ löst einen charakteristischen, tiefsitzenden dumpfen Schmerz im Bereich der Lendenwirbelsäule oder der Flanke aus. Dieser Schmerz ist meist einseitig und lässt sich im Gegensatz zu muskulären Verspannungen weder durch Bewegung noch durch Ruheposition beeinflussen. Nummer 2. Ein spürbarer Widerstand im Unterbauch. Normalerweise liegen die Nieren gut geschützt und tief verborgen unter dem Rippenbogen und sind für den Untersucher von außen nicht tastbar. Vergrößert sich das Organ jedoch signifikant, wandert der untere Pol der Niere nach vorne und unten in den Bauchraum. Schlanke Personen oder Mediziner können dann bei tiefem Abtasten des Ober- oder Unterbauchs einen festen, glatten oder knotigen Widerstand spüren, der sich beim Atmen leicht mitbewegt. Nummer 3. Blut im Urin. Das Wachstum des Nierengewebes geht oft mit einer strukturellen Schädigung der Feinfiltereinheiten, den Nephronen, einher. Durch den gestiegenen Gewebedruck oder das Aufplatzen kleiner Zysten und Gefäße gelangt Blut in das Kanälchensystem. Dies kann sich als Mikrohämaturie äußern, die nur im Labor sichtbar ist, oder als Makrohämaturie, bei der sich der Urin fleischwasserfarben oder rauchig braun verfärbt. Nummer 4. Chronisches Völlegefühl und Appetitlosigkeit. Aufgrund der eng anatomischen Nachbarschaft im Bauchraum bleibt die Vergrößerung der Nieren für die Verdauungsorgane nicht ohne Folgen. Eine wachsende linke Niere drückt direkt gegen den Magen, während eine vergrößerte rechte Niere den Dickdarm oder den Zwölffingerdarm komprimieren kann. Dies führt dazu, dass Betroffene bereits nach wenigen Bissen ein extremes Völlegefühl verspüren, unter unerklärlicher Übelkeit leiden oder schleichend an Gewicht verlieren, weil der Magen-Darm-Trakt mechanisch eingeengt wird. Nummer 5. Wiederkehrende unerklärliche Harnwegsinfekte. Eine Volumenzunahme der Niere führt häufig zu einer Verformung oder Verengung des Nierenbeckens und des angrenzenden Harnleiters. Der Urin kann nicht mehr ungehindert und in laminarem Fluss in die Blase abfließen. Es kommt zu einem funktionellen Rückstau. In diesem stehenden Urinbecken finden Bakterien den perfekt abgestimmten Nährboden, um sich rasant zu vermehren. Wer plötzlich unter residivierenden Nierenbeckenentzündung leidet, sollte die Organstruktur überprüfen lassen. Nummer 6. Schwellung an den Knöcheln und Augen. Wenn das Nierengewebe durch die Vergrößerung seine Filterleistung einbüßt, gerät das osmotische Gleichgewicht des Körpers aus den Fugen. Das Organ schafft es nicht mehr, ausreichend Natrium und Wasser auszuscheiden. Die Flüssigkeit staut sich im Gefäßsystem und wird durch den hydrostatischen Druck in das umliegende Gewebe gepresst. Es entstehen Ödeme, typischerweise als teigige Schwellung an den Knöcheln, den Schienbeinen oder als geschwollene Augenlider am frühen Morgen. Nummer 7. Anämie und bleierne Müdigkeit. Die Niere produziert das lebenswichtige Hormon Erythropoietin, welches im Knochenmark den Befehl zur Bildung neuer roter Blutkörperchen gibt. Wird das gesunde Nierengewebe durch die Vergrößerung und den Gewebedruck verdrängt, bricht die Synthese ein. Der Körper schlittert in eine renale Anämie. Da zu wenig Hämoglobin vorhanden ist, um Sauerstoff zu transportieren, leiden Betroffene unter einer permanenten bleiernder Müdigkeit und Kurzatmigkeit bei kleinster Belastung. Und Nummer 8. Schaumiger Urin. Wenn du beim Toilettengang bemerkst, dass dein Urin stark schäumt und sich dieser Schaum auch nach dem Spülen hartnäckig hält, ist dies ein physikalisches Zeichen für Eiweiß im Urin. Die vergrößerte Niere hat ihre mechanische und elektrische Filterbarriere für große Moleküle verloren. Wertvolles Albumin schlüpft durch die defekten Membranen und verändert die Oberflächenspannung des Urins. Ein klares Signal für eine strukturelle Überlastung des Organs. Möchtest du jetzt noch wissen, welche Vitamine deine Wirbelsäule jeden Tag braucht? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.